Stellen Sie sich vor, ich würde Ihnen sagen, dass es eine Zutat in Ihrer Küche gibt, die die Qualität der Erde für die Aussaat von Gemüsesamen grundlegend verändern kann und dass die meisten Menschen nie daran denken, sie zu verwenden. Wenn Sie eine stärkere Keimung, schnelleres Wachstum und gesündere Setzlinge wünschen, bleiben Sie bis zum Schluss dran, denn was ich Ihnen ganz am Ende verrate, kann einen enormen Unterschied machen. Beim Aussehen von Gemüse denken wir alle an die Samen. Wir kaufen hochwertiges Saatgut, wählen verschiedene Sorten und achten auf das Verfallsdatum. Doch das wahre Geheimnis des Erfolgs liegt nicht bei den Samen, sondern in der Erde. Die Erde für die Aussaat muss locker, luftig und reich an Mikroorganismen sein. Ist sie zu schwer, haben die Samen Mühe, die Oberfläche zu durchbrechen. Ist sie zu nährstoffarm, bleiben die jungen Pflanzen schwach und blass. Speichert sie zu viel Wasser, faulen die frisch gekeimten Pflanzen und sterben ab. Deshalb ist die Bodenstruktur der erste Schritt. Die ideale Erde für die Aussaat ist leicht, feinkörnig und frei von großen Klumpen. Wenn Sie die Erde in der Hand zusammendrücken, sollte sie leicht verdichtet sein, aber dennoch leicht zerbröseln. Das bedeutet ein gutes Gleichgewicht zwischen Feuchtigkeit und Luft. Die Wurzeln junger Pflanzen benötigen Sauerstoff genauso dringend wie Wasser. Schritt 2: Leben im Boden. Gesunder Boden ist keine tote Masse. Er ist voller Mikroorganismen, nützlicher Bakterien und Pilze, die helfen, organisches Material abzubauen und Nährstoffe freizusetzen. Wenn der Boden lebendig ist, erhalten die Samen von Anfang an natürliche Unterstützung. Deshalb geben viele erfahrene Gärtner Kompost in die Pflanzmischung. Aber nicht irgendeinen Kompost. Gut abgelagerter, gesiebter Kompost, der so fein ist wie ein krümeliges Pulver. Er gibt dem Boden Struktur und Nährstoffe, ohne die jungen Wurzeln zu schädigen. Schritt 3: Feuchtigkeit speichern, ohne zu ersticken. Die Samen müssen stets gleichmäßig und sanft feucht gehalten werden. Trocknet der Boden zu schnell aus, wird die Keimung unterbrochen. Ist er ständig nass, kann es zu Schimmelbildung kommen. Deshalb ist es wichtig, dass das Substrat Feuchtigkeit aufnehmen und speichern kann, überschüssiges Wasser aber auch gut abfließen kann. Natürliche Zusätze wie Torf, Kokosfasern oder Perlit helfen dabei. Sie bilden winzige Lufteinschlüsse im Boden. In diesen kleinen Lufteinschlüssen können die Wurzeln atmen und sich ausbreiten. Nun kommen wir zu einem Punkt, über den selten gesprochen wird. Viele erfahrene Gärtner wenden einen Trick an, ohne viel darüber zu reden. Nicht, weil er kompliziert ist, sondern weil er so einfach ist. Wenn Sie Ihre Erdmischung zubereiten, egal ob Sie ein gekauftes Substrat oder Ihre eigene Mischung aus Kompost und lockerer Erde verwenden, gibt es eine kleine Zugabe, die die mikrobielle Aktivität im Boden verbessern kann und jungen Pflanzen in den ersten Wachstumstagen helfen kann. Es ist nur eine kleine Menge. Sie verändert die Bodenstruktur nicht. Sie ist nach dem Einmischen mit bloßem Auge nicht einmal sichtbar. Aber sie macht einen Unterschied. Stellen Sie sich vor, Ihr Boden erhält einen zusätzlichen Schub für die Entwicklung nützlicher Mikroorganismen, um das natürliche Gleichgewicht im Boden zu aktivieren, damit junge Pflanzen vom ersten Tag an unter der Erde, wo alles passiert, Halt finden. Denn was wir nicht sehen, die Wurzeln und die Mikroorganismen im Boden, entscheidet über alles, was über der Erde wächst. Viele Setzlinge gehen nicht ein, weil wir sie nicht ausreichend gießen, sondern weil der Boden nicht die nötige Stabilität besitzt. Er ist träge und instabil. Bevor Sie also Tomaten, Paprika, Salat oder Gurkensamen aussehen, halten Sie inne und achten Sie auf den Boden. Sieben Sie ihn, lockern Sie ihn auf, geben Sie etwas Kompost hinzu, sorgen Sie für gute Drainage. Und dann? Geben Sie einen Esslöffel Maismehl zur Erdmischung und vermengen Sie alles gut. Nur ein Esslöffel. Maismehl kann die nützlichen Mikroorganismen im Boden fördern und so optimale Bedingungen für die Keimung und das anfängliche Pflanzenwachstum schaffen. Nicht zu viel verwenden, eine kleine Menge genügt. Eine einfache, günstige und fast kostenlose Lösung. Probieren Sie diese. Stellen Sie sich vor, ich würde Ihnen sagen, dass es eine Zutat in Ihrer Küche gibt, die die Qualität der Erde für die Aussaat von Gemüsesamen grundlegend verändern kann und dass die meisten Menschen nie daran denken, sie zu verwenden. Wenn Sie eine